In Amerika gibt es keine bundesweite Mehrwertsteuer, wie wir sie hier in Europa haben. Stattdessen gibt es in jedem Staat und zum Teil auch Landkreis lokale Umsatzsteuern, die man unter dem Begriff Sales Tax zusammenfasst. Die Sales Tax in den USA wird von den Kunden erst an der Kasse bezahlt. Am Regal, im Supermarkt oder im Restaurant, auf der Karte oder im Onlineshop oder bei Amazon wird nur der Nettopreis ohne Steuer genannt. Das bedeutet für den Kunden, dass er für einen Schokoriegel, der im Regal mit 99 Cent ausgewiesen ist, an der Kasse über $1 bezahlt. Unternehmen in den USA werben daher immer mit dem Nettopreis. Sie müssen die Steuer nicht in ihrer Preisgestaltung berücksichtigen. Der Kunde weiß, dass diese beim Checkout dazukommt, sowohl offline als auch online. Aber wie genau funktioniert die Sales Tax? Wie hoch fällt diese aus und wie funktioniert die Sales Tax beim E-Commerce? Diese Fragen wollen wir in diesem Video beantworten. Wir fangen an mit einem allgemeinen Überblick. Um die Sales Tax zu verstehen, sollte man sich zunächst mal mit den Grundlagen auseinandersetzen. Jeder Bundesstaat in den USA kann seine eigene Sales Tax festsetzen. Es gibt keine allgemeine Vorschrift oder Regel. Staaten, in denen die Sales Tax hoch ausfällt, sind beispielsweise Kalifornien, Indiana und Mississippi mit 7% Sales Tax. In Colorado, Alabama und Georgia hingegen gibt es eine sehr niedrige Sales Tax von 2 bis 4%. Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon erheben überhaupt keine Sales Tax. Wobei dir das heutzutage eigentlich nichts mehr bringt, wie wir später erfahren werden. Jedoch hat es sich mit der Sales Tax auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten noch nicht getan. Denn in 38 Bundesstaaten der USA ist es erlaubt, dass jeder Landkreis, also jedes County, auch noch eine lokale Sales Tax draufschlägt. Diese kann mitunter auch bis zu 7% betragen. Daher gilt in den USA, wenn man nicht zu Hause ist, wo man sich mit dem Steuersatz auskennt, kann man tatsächlich nie sicher wissen, wie viel man wirklich an der Kasse bezahlen muss. Da kommen manchmal 7%, manchmal 8%, manchmal nur 2% drauf. Die erste Frage, die du nun stellen wirst als Unternehmer ist, müssen auch Wiederverkäufer die Sales Tax bezahlen? Nein, müssen sie nicht. Die Sales Tax muss schlussendlich nur der Endkunde bezahlen. Im Normalfall müssen Zwischenhändler keine Sales Tax bezahlen. Hast du also ein Business in den USA, das Materialien oder Handelsware einkauft, kannst du dich als Reseller registrieren lassen und dann ohne Sales Tax bei deinen Lieferanten einkaufen. Dazu brauchst du ein sogenanntes Resale Certificate. Wichtig ist zu wissen, dass es im Wesentlichen 2 Typen solcher Zertifikate gibt. Das eine ist das Multi-State Tax Commission's Uniform Sales and Use Tax Certificate. Das wird in 38 Staaten akzeptiert. Und dann gibt es noch das Streamlined Sales Tax Exemption Certificate in 24 Staaten. Am besten informierst du dich bei Aufnahme deiner Geschäftstätigkeit genau darüber, welche Dokumente du für deinen Bundesstaat beschaffen musst. Ganz wichtig, du kannst als Unternehmer die bei dir auf Betriebsausgaben und Anschaffung bezahlte Sales Tax nicht anrechnen oder zurückfordern. Lediglich Ware, die weiterverkauft wird, zum Beispiel Materialien, sind für Wiederverkäufer von der Sales Tax befreit. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Laptop kaufst für ein Unternehmen oder aber auch eine Büroeinrichtung, dann ist die darauf anfallende Sales Tax nicht von dir zurückforderbar. An welche Kunden muss ich nun welche Sales Tax berechnen? Wenn du als Unternehmer ein Ladengeschäft betreibst, ist das Sales Tax Handling ziemlich einfach, da ja alle Geschäftsvorfälle an einem Ort und in einem Bundesstaat abgewickelt werden. Du registrierst dich in diesem Staat für die Sales Tax, berechnest diese an deine Kunden und führst sie ab. Komplizierter wird es aber, wenn du einen US-Online-Shop oder einen Versandhandel in den USA betreibst. In diesem Fall spielt der Begriff des Nexus eine zentrale Rolle. Das Wort bedeutet auf Deutsch so viel wie lokale Verbindung oder lokale Verknüpfung des Verkäufers zum Bundesstaat, in dem er das Produkt verkauft. Während früher auch bei Online-Shops der sogenannte Physical Nexus, also eine physische Verbindung zum Bundesstaat, in dem die Produkte verkauft wurden, nötig war, zum Beispiel ein Lager in dem Bundesstaat, um eine Sales-Tax-Pflicht auszulösen, hat sich diese Sichtweise mittlerweile geändert. Dies liegt einfach daran, dass Online-Unternehmen früher ihren Standort in einen Bundesstaat mit geringerer Bevölkerung verlegt haben, um in den großen Staaten wie Kalifornien oder Florida keine Sales Tax entrichten zu müssen. Seit 2018 ist jedoch nicht mehr die physische, sondern die wirtschaftliche Präsenz in einem Bundesstaat relevant. Kurz gesagt, musst du jetzt dort Sales Tax berechnen, wo sich deine Kunden befinden.
Das kennen wir ja aus der EU ganz genauso mit der Umsatzsteuer. Der sogenannte wirtschaftliche Nexus beschreibt einen Schwellenwert an Umsätze oder Transaktionen in einem Bundesstaat, der ausschlaggebend für die Sales Tax ist. Die Höhe dieser Schwelle legt jeder Bundesstaat selbst fest, weshalb man sich als Verkäufer genau darüber informieren muss, in welchem Bundesstaat man seine Waren versendet. Verkauft ein Unternehmen aus Texas zum Beispiel Produkte und Waren von mehr als $500.000 pro Jahr nach Kalifornien, muss es sich dort für die Sales Tax registrieren. $500.000, genau. Ein sehr hoher Schwellenwert. In den meisten Bundesstaaten liegt dieser bei nur ungefähr $100.000 und meistens bei so ungefähr 200 Verkäufen pro Jahr. Was du zuerst erreichst, löst dann aus, dass du dich für die Sales Tax registrieren musst. Kommen wir zum Thema Sales Tax für Marketplace-Verkäufer. Die Sales Tax müssen auch Marketplace-Verkäufer beachten. Das heißt, Unternehmen, die bei Amazon, Etsy oder einem ähnlichen Marktplatz verkaufen. In der Regel hängt es dabei von verschiedenen Kriterien ab, ob sich ein Marktplatzverkäufer in einem Bundesstaat registrieren muss. Ausschlaggebend dafür sind nicht nur die physische Präsenz und ein Lager vor Ort, sondern auch die wirtschaftliche Tätigkeit und Kunden im jeweiligen Staat. Die gute Nachricht, wenn du auf Amazon in den USA verkaufst, ist folgendes. Es gilt aber nur für Amazon, möglicherweise nicht bei anderen Marktplätzen, da musst du dich informieren. Amazon erledigt das komplette Sales Tax Handling für dich. Es hat tatsächlich Vereinbarungen mit den einzelnen Bundesstaaten. In der Regel musst du gar nichts machen. Du müsstest dich also nur für die Sales Tax in den einzelnen Bundesstaaten registrieren, wenn du zusätzlich zu Amazon deinen eigenen Online-Shop betreibst. So, jetzt kommt natürlich die Frage, müssen auch ausländische Unternehmen Sales Tax bezahlen? Man braucht ja kein US-Unternehmen, um auf dem US-Markt aktiv zu werden. Auch zum Beispiel ein deutsches Unternehmen kann ja Waren in die USA verkaufen. Beachte, dass es aus Sicht der Bundesstaaten keinen Unterschied macht, ob du als Verkäufer aus einem anderen Bundesstaat oder einem anderen Land kommst. Foreign ist foreign. Es gelten genau die gleichen Schwellenwerte wie für US-Unternehmen. Ja? Das heißt, du zahlst vielleicht als deutsches Unternehmen keine Steuern auf deine amerikanischen Gewinne, weil es dort keine Betriebsstätte gibt, aber Sales Tax musst du sehr wohl abführen, gemäß eben der Nexus-Regeln, die wir gerade eben besprochen haben. Eine weitere interessante Frage, was wird überhaupt mit Sales Tax belegt? Tatsächlich wird nicht jedes Produkt oder jede Dienstleistung mit Sales Tax belegt. Und gelegentlich kann man sich überhaupt nicht sicher sein, in welche Kategorie eine Bestellung nun fällt und welcher Prozentsatz bei der Besteuerung relevant ist. Lässt ein Unternehmen beispielsweise seine IT-Infrastruktur erneuern, muss es dazu neue Computer kaufen, kann das System aber auch mit Servern und Extras gleich komplett einrichten lassen. Dabei wurde mit dem Anbieter natürlich ein Gesamtpreis verhandelt, der nun versteuert werden muss. Welche Besteuerung ist nun ausschlaggebend? Bei Produkten ist es so, im Normalfall sind alle Produkte besteuerbar. Das heißt, bei allen Produkten muss eine Sales Tax verlangt und an die Behörde entrichtet werden. Wir reden jetzt von physischen Produkten, Dinge, die du anfassen kannst. Jedoch gibt es auch hier ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Nahrungsmittel. Diese sind in den meisten Staaten von der Sales Tax befreit. Was ist mit Online-Produkten? Digitale Produkte können in vielen verschiedenen Formen auftreten. Dazu zählen visuelle digitale Produkte wie Filme oder Videos, Audioprodukte wie Musik oder Alben, aber auch E-Books. Die meisten Bundesstaaten regeln digitale Produkte anders. Deshalb müssen sich Unternehmen hier im Vorhinein gut informieren, ob Sales Tax zu bezahlen ist oder nicht. Grundsätzlich ist es zu bezahlen. Das Gleiche gilt auch für Hosting, Software as a Service und diese ganzen Dinge, die wir da so kennen. Während früher noch keine Sales Tax auf Dienstleistungen verlangt wurde, hat sich das mittlerweile geändert. Heutzutage muss eine Sales Tax auf die meisten Arten von Dienstleistungen entrichtet werden. Die Besteuerung von Dienstleistungen unterscheidet sich je nach Bundesstaat. Beispielsweise wird bei den meisten professionellen Dienstleistungen wie Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Lehrer, Trainer und so weiter keine Sales Tax fällig. Im Gegensatz dazu werden Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf bzw. der Herstellung von Waren stehen, in der Regel besteuert. Beinhaltet eine Tätigkeit, eine Dienstleistung und Material, so sind die beiden Komponenten gegebenenfalls gesondert zu betrachten. So, nun ein weiterer wichtiger Punkt. Löst die Sales Tax eine Besteuerung meiner Gewinne in den USA aus? Viele Mandanten fragen, ob durch eine Sales Tax Pflicht in den USA auch anderweitig eine Steuerpflicht besteht. Die Antwort ist ein klares Nein. Wenn du mit deinem deutschen Unternehmen Waren in die USA verkaufst und dort keine Betriebsstätte hast, wird zwar Sales Tax fällig, aber deine Gewinne sind nicht in den USA zu versteuern, jedenfalls nicht, wenn du dort keine Betriebsstätte hast. Dass du Amazon oder einen anderen großen Dienstleister nutzt, löst noch keine Betriebsstätte in den USA aus.
Das Gleiche gilt auch für eine Ein-Mann-LLC, also ein amerikanisches Unternehmen. Auch diese löst keine Einkommensteuerpflicht in den USA aus, solange du dort keine Betriebsstätte hast, selbst wenn sie Sales Tax ihren Kunden berechnen muss. Ich rate dir ganz stark, diesen Punkt der Steuerpflicht von einem Rechtsanwalt oder Steuerberater prüfen zu lassen, bevor du in den USA tatsächlich anfängst, Business zu machen. Beschäftigen wir uns nun damit, wie du dich für die Sales Tax registrierst. Du kannst es dir bereits denken, man muss sich in jedem Bundesstaat separat für die Sales Tax registrieren. Unsere Kanzlei übernimmt das natürlich gerne für dich, egal ob du ein US-Unternehmen betreibst oder mit deinem deutschen oder sonstigen ausländischen Unternehmen in den USA verkaufst. Du musst dich dann registrieren, wenn du den Schwellenwert eines Staates für den Economic Nexus überschreitest oder aber dann, wenn du Physical Nexus zum Beispiel durch die Richtung eines Lagers auslöst. Für die Registrierung ist ein IRN, also eine IRS-Steuernummer für ein Unternehmen, auf jeden Fall erforderlich. Diese beschaffen wir natürlich auch gerne. Rechnen wir 3 bis 4 Wochen, bis die Sales-Tax-Registrierung in einem Staat erfolgt ist. Und damit sind wir natürlich auch schon beim nächsten Thema. Was ist denn mit den Sales-Tax-Meldungen und wie wird die Steuer abgeführt? Zunächst einmal muss der Fälligkeitszeitpunkt ermittelt werden. In den meisten Bundesstaaten ist dies der 20. des Folgemonats. Also müssen beispielsweise die gesammelten Steuern des Monats April am 20. Mai gezahlt werden und die Meldung muss eingereicht werden. Aber auch hier ist nicht alles einheitlich. Informiere dich also gegebenenfalls. Dann ist die Frequenz der Zahlung wichtig. Manchmal kann es auch vorkommen, dass nicht jeden Monat die Sales Tax entrichtet werden muss, sondern nur einmal pro Jahr oder in jedem Quartal. Dies kann stark abhängig sein von dem Umsatz, denn je höher dieser ausfällt in dem Bundesstaat, desto öfter musst du die Meldung einreichen und auch die Zahlung machen. Wie wird die Sales-Tax-Meldung erstellt? Während dies vielfach einfach klingen mag, ist es tatsächlich nicht immer einfach. Manche Bundesstaaten haben einfache Vorschriften für die Sales-Tax, denn diese verlangen nur die genaue Menge an Sales-Tax, die eingesammelt wurde. Manche Staaten verlangen aber auch detaillierte Berichte mit der Angabe von lokalen Kunden, die du hier bedient hast. Schwieriger wird es zudem noch, wenn der Umsatz aus mehreren Quellen stammt und jeweils die Sales Tax entrichtet werden muss. Nochmal ganz wichtig, das Konzept einer Vorsteuer gibt es bei der Sales Tax nicht. Du kannst also nicht die von dir als Unternehmer auf deine Betriebsausgaben bezahlte Sales Tax bei der Meldung geltend machen. Wie bereits oben erklärt, musst du beim Einkauf keine Sales Tax auf deine Handelsware bezahlen. Aber in der Sales-Tax-Meldung haben deine bezahlten Steuern nichts zu suchen. Ganz zuletzt wollen wir uns doch hier beschäftigen mit dem Import von Ware. Also wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, es ist durchaus vorstellbar, ein deutsches Unternehmen kann einfach Ware in die USA schicken. Man muss auch dort natürlich dann die Regelung zum Import beachten. Auf fast alle Waren in den USA wird ein Importzoll erhoben. Dieser ist beim Dropshipping nicht vom Endkunden, sondern vom Importeur, also vom Verkäufer, zu tragen. Meist beträgt der Zoll jedoch nur 1 bis 3% des Warenwertes. Bei Einzelsendungen mit einem Warenwert von unter $800 fällt gar kein Zoll an. Eine Einfuhrumsatzsteuer bzw. Einfuhr-Sales-Tax gibt es in den USA nicht. Beim Import muss also nur der Zoll bezahlt werden. Das Sales-Tax-Handling läuft komplett separat. So, wenn du ein Unternehmen in den USA hast oder ein solches gründen möchtest und dich mit dem Thema Sales-Tax auseinandersetzt, dann buche gerne ein Beratungsgespräch. Link packe ich hier unten in die Beschreibung rein. Unsere Kanzlei ist seit 2008 in den USA aktiv. Wir betreuen deutschsprachige Mandanten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die geschäftliche Aktivitäten in den USA haben, in die USA expandieren. Und wir können auch dich bei allen steuerlichen Fragen zu Sales Tax und zu viel mehr unterstützen. Buche ein Beratungsgespräch und ich freue mich, dich in der Beratung kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.